Im heutigen Kundeninterview habe ich Alexander Sarellas von der Pi GPS zu Gast. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen und haben ein Team von Programmierern und Mitarbeitern in Indien aufgebaut. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ja, gerne. Hi, also ich bin Alex Rellas und habe die Firma PAJ oder Pi UG mit der gleichnamigen Marke Pi GPS 2011 gegründet, zusammen mit Jakob Lindner und ja, seitdem wachsen wir und verkaufen GPS-Tracker zuerst in Deutschland, dann in Europa und ja, jetzt weltweit und genau, also wir wachsen und wir wachsen weiterhin und brauchen dafür natürlich gute Leute. Und gute Leute gibt es nicht nur wir sitzen ja in der Nähe von Köln oder zwischen Köln und Siegen, das ist ja ländlich gelegen. Da gibt es nicht nur gute Leute, sondern auf der ganzen Welt gibt es gute Leute und deswegen sind wir da auch mit euch in Verbindung gekommen. Und was macht ihr genau im Bereich der Softwareentwicklung und App-Entwicklung? Also wir sind gestartet mit der Idee, damals verlorene Sachen wiederzufinden und zu dem Zweck haben wir sogenannte GPS-Tracker oder bieten wir sogenannte GPS-Tracker an, um eben das zu schützen, was einem lieb ist. Und ich habe hier so ein Gerät, genau, es sieht etwa so aus und das kann man dann Hm. an ja, das Objekt, meist ist es das Auto, oder aber auch Koffer, Tasche, Haustier oder eventuell auch Personen, die man schützen möchte. Daran kann man es befestigen und dann sendet das Gerät, ist eine SIM-Karte drin, über das Mobilfunknetz an unseren Server die Position und unser Server bereitet die Daten dann auf, sodass der Kunde dann in der App sehen kann, wo entsprechend das Gerät oder das Objekt, was er eben schützen möchte, ähm, ja, wo das ist. Und so können wir dann ja, Live-Tracking eben anbieten. Und das ist natürlich eine komplett Software- oder App-gesteuerte Lösung und dafür brauchen wir Entwickler. Und vor welcher Herausforderung wart ihr vor unserer Zusammenarbeit? Wie ich gerade so ein bisschen gesagt habe, also da wir ja nach wie vor am Wachsen sind, brauchen wir Personal und genau, gutes Personal zu finden ist schwierig, das weiß jeder, das Problem hat, glaube ich, jedes Unternehmen. Und deswegen schaut man natürlich auch, wo gibt's noch gute Leute. Und genau, das ist weltweit natürlich der Fall. Und die Herausforderung oder das Problem dabei ist es natürlich so ein bisschen auch die Qualität der Arbeit einzuschätzen. Also es gibt immer viele Leute, die irgendwie arbeiten wollen, aber es gibt dann doch wenige, die wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Und das war bei uns so ein bisschen die Schwierigkeit, das herauszufinden. Wir hatten das dann auch schon mal versucht ja, über diese einschlägigen Plattformen, versucht dann selber entsprechend ja, qualifizierte Kräfte zu finden. Jedoch war da immer das Problem, dass wir ziemlich schnell gesehen haben, dass die Leute eben nicht für uns arbeiten, sondern wir ein Projekt von vielen sind. Und darunter hat dann auch die Qualität in den Arbeitsergebnissen geleistet oder gelitten. Und letztlich, wenn die Leute sich einem Projekt zugewandt finden, das ist unsere Erfahrung, im Endergebnis ist das dann deutlich besser. Okay. Und welche Zweifel hattet ihr vor der Zusammenarbeit? Genau, ob eben diese Qualität erfüllt werden kann oder aber die wurden halt auch recht schnell ausgeräumt, weil wir wussten, also wir haben halt herausgefunden, okay, ähm, sind diese Mitarbeiter eben nur für uns zuständig oder eben auch für viele andere Projekte. Und auch wichtig war tatsächlich die Sprache. Also oft ist es dann doch, nein, das ist nicht oft, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium, wie gut der Austausch miteinander funktioniert. Und das merkt man recht schnell. Wir sind alles Menschen, wir müssen gut miteinander kommunizieren und wenn das funktioniert, ist sehr oft der Rest auch gut. Okay. Und warum habt ihr euch für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden? Ja, wegen dir. Okay. Nee, also ich hatte, glaube ich, damals einen Artikel über dich gelesen, beziehungsweise über deine Firma. Und das war schon sehr vertrauenserweckend. Und dann haben wir ja einen Kontakt aufgenommen und haben uns dann halt
langsam mal rangetastet, also es einfach mal für uns ausprobiert und haben dann gesehen, okay, das bringt einen Mehrwert für uns und klar, dann haben wir es nach und nach ausgebaut. Okay, Also du hast perfekt. uns quasi einen Grund gegeben, also oder keinen Grund gegeben, das irgendwie nicht zu machen. Von daher, das war immer oder ist immer eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, sehr offen, sehr transparent, sehr vertrauensvoll und auch sehr schnell. Das war uns auch immer sehr wichtig. Okay. Und wie haben wir euch geholfen? Tatsächlich daran, dass wir es geschafft haben, ja, bestimmte Personalspitzen oder wie sagt man, Arbeitsspitzen oder Leistungsspitzen, also weißt du, was ich meine, Arbeitsaufkommen, was wir so nicht decken konnten, könnten wir mit ja, den Kräften oder mit der Zusammenarbeit konnten wir das decken und so auch, ja, klar, natürlich unsere Apps oder unsere Leistung unseren Kunden zu liefern. Man muss aber auch ehrlich sagen, es ist natürlich auch ein preislicher Vorteil, den wir darüber genießen können und den auch an unsere Kunden weitergeben können. Also das ist schon, macht sich schon deutlich bemerkbar. Und klar, also gerade in diesem Bereich Marketing, wo ihr uns ja auch unterstützt habt mit verschiedenen Kräften, ist das schon deutlich, ein deutlicher Unterschied. Und da muss man halt einfach sagen, oder muss man in dem Fall den Vorteil nutzen und sodass halt auch unsere Kunden davon profitieren und wir auch irgendwie wettbewerbsfähig sind. Ich glaube, wir hatten ja letztens schon mal auch so ein bisschen drüber gesprochen, da habe ich das versucht, über diesen gewissen Wert, den ein Mitarbeiter quasi ja erarbeitet, oder das muss ja an anderer Seite irgendwie auch bezahlt werden. Oder ich habe es andersrum erklärt, genau. Also das, was er an Geld verdient, das muss ja an anderer Seite irgendwie an Wert geschaffen werden. Und das ist dann bei bestimmten Tätigkeiten wirklich schwierig, ähm, diesen Wert über einen bezahlbaren Preis auszugleichen. Von daher hat uns das in dem Fall doch sehr geholfen, muss man schon sagen, ja. Okay. Und was hat euch positiv bei unserer Zusammenarbeit überrascht? Tatsächlich, dass es gar nicht so schwer ist. Also es Okay. ist, also wie gesagt, die Geschwindigkeit, in der man dann doch gute, qualifizierte Kräfte vermittelt bekommt oder zumindest vorgeschlagen bekommt, das ist schon gut. Und dann auch tatsächlich die Qualität der Bewerber, also die Einstellung hinter den Leuten. Also wenn man mit den Leuten dann gesprochen hat, dann hat mich auch die Haltung die positive Haltung zur Arbeit sehr beeindruckt. Also, dass die Leute ja sehr offen, sehr freundlich darüber waren und sehr gerne auch dann gesagt haben, ey, okay, ich mache das gerne und ja, also die hatten Lust zu arbeiten. Ja. Okay. Und worauf muss man achten, um zum Beispiel gute Entwickler in Indien zu finden? Hm, Wie ich schon gesagt habe, also die Sprache ist sehr, sehr wichtig, dass man sich mit den Leuten austauschen kann. Ähm, Genau, also ein gutes Englisch ist wichtig. Dann tatsächlich aber auch, wir machen das immer dann mit Tests, zu sehen, ob das auch eingehalten wird oder zumindest einhaltbar ist, was irgendwie in den Lebensläufen ist. Ich meine, das ist ja überall der Fall. Also man kriegt überall Lebensläufe und um das jetzt wirklich einzuschätzen, wie gut die Qualität wirklich ist, haben wir gesagt, okay, wir gucken uns Aufgaben aus unserer Arbeit an oder die erfüllt werden sollen und haben das vorher abgetestet. Und wenn das passte und dann man mit den Leuten gut kommunizieren kann, warum nicht? Also das ist unser Weg. Vielleicht gibt es andere, die finden bessere Wege, aber ja, das ist unsere Herangehensweise. Okay. Und was waren die Resultate der Zusammenarbeit? Genau, also in unserer App gab es viele neue Funktionen, die unsere App tatsächlich dann verbessert haben. Also Kundenwünsche konnten wir viel besser, viel schneller umsetzen. Und aber auch, wie ich schon meinte, im Grafikbereich oder im Marketingbereich. Wir sind ja auf sehr vielen internationalen Marktplätzen tätig. Und wenn wir da eine Anpassung an der Grafik haben, muss das auch oft in viele andere Sprachen übersetzt werden. Und wir haben halt eben nicht nur ein Gerät, sondern ja, es sind mehr als 10 Geräte, die da
aktuell live sind und das dann in unterschiedliche Sprachen, da sitzt man schon schnell mehrere Tage an der Veränderung von nur einer Kleinigkeit in den Bildern dran. Das ist gut, wenn man dann da Unterstützung hat, die das abfedern kann. Ja, und wie gesagt, in den programmiertechnischen Bereichen, wie ich schon gesagt habe, neue Funktionen in unseren Apps. Okay. Und wie hat sich euer Unternehmen dadurch verändert oder durch die Zusammenarbeit? Tatsächlich hat uns das geholfen, mehr und mehr remote uns aufzustellen, weil wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt ja mehrere Leute, die eh nicht bei uns vor Ort sind. Und wenn wir dort gute Leute finden, tatsächlich sogar auch in Deutschland, uns remote besser aufzustellen, um uns so wiederum dann attraktiver auch als Arbeitgeber zu gestalten. Und ja, also bisher ist der Weg ganz gut, wie ich Okay. das so einschätzen kann. Also das muss man schon sagen. Und ja, wie gesagt, also diese Remote-Strukturen haben uns natürlich da, oder das aufzubauen. Und klar, also wir konnten unsere Ergebnisse dadurch natürlich auch verbessern, weil wir unsere Arbeit erledigen konnten. Okay. Und würdet ihr die Zusammenarbeit mit uns weiterempfehlen? Ja, klar. Also man muss natürlich für jedes Unternehmen schauen, was passt, was nicht passt. Aber wenn es ein Unternehmen ist, was tatsächlich auch über gewisse Remote-Strukturen verfügt oder auch darüber nachdenkt, gewisse Sachen zu verändern, aus meiner Sicht eine modernere Arbeitsweise, kann man es auf jeden Fall empfehlen. Also soll jedes Unternehmen mal für sich ausprobieren, vielleicht in kleinen Schritten. Man muss ja nicht komplett ein ganzes Team erstmal auslagern und stellt dann fest, dass das passt für die Unternehmensphilosophie gar nicht, aber so in kleinen Schritten mal schauen, was funktioniert nicht. Und dann hat man, glaube ich, ein sehr, sehr geringes Risiko und kann fast nur gewinnen. Also von daher, ja, wenn man ein Unternehmen ist, was auch digital arbeitet, und das machen ja mittlerweile eigentlich, eigentlich kommt auch kein Handwerker mehr aus, ohne irgendwie einen digitalen Ansatz oder wie sagt man, einen digitalen Touchpoint zu kreieren. Da kann das schon helfen, wenn man tatsächlich eine IT-Fachkraft irgendwo im Hintergrund hat, dem man mal sagen kann, hey, ich habe hier eine Website, kannst du die vielleicht überarbeiten oder kannst du da vielleicht irgendwie eine andere Schnittstelle für uns bauen? Und wenn man das eben gut auslagern kann, ist das eine klare Empfehlung. Okay, Alex. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Das war schon meine letzte Frage. Ja, Und ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. absolut.